Hi, liebe Subaru Community. Heute zeige ich euch an diesem wunderschönen Outback, wie man nach einer tiefentladenen Batterie oder nach einem Batteriewechsel die Fensterheber anlernt. Vielen Dank an Bedler für den Videovorschlag heute. Zuerst müssen wir die Zündung an diesen Start-Stopp-Knopf hier einschalten. Zweimal drücken hierfür. Anschließend zeige ich euch mal, dass vorne der Fensterheber im Moment geht. Der funktioniert immer, auch wenn die Batterie leer ist oder gewechselt war. Hier hinten an dem hinteren Schalter sehe ich jetzt gleich, dass sich hier nichts tut. Also das Fenster lässt sich nicht öffnen. Genau. Jetzt müssen wir mal die Tür wechseln zu der betroffenen Tür. Die anderen drei Türen sind natürlich genau dasselbe. Okay, jetzt zeige ich euch an der hinteren Tür, wie ich den Fensterheber anlerne. Zuerst müssen wir das Fenster in die halb geöffnete Position mit dem Schalter bringen. Und anschließend müssen wir das Fenster wieder schließen, aber hierbei ist zu achten, dass wir für weitere 2 Sekunden den Fensterheberschalter gezogen halten. Achtet auch bitte darauf, dass ihr vorne die Kinderverriegelung nicht betätigt habt, sonst kann das Ganze nicht funktionieren. Dann haben wir die halb geöffnete Position und jetzt schließen wir und halten für weitere 2 Sekunden gezogen. Man hört auch ein ganz leichtes Klicken im Hintergrund. Und nun sehe ich auch, dass die automatische Position für Öffnen und Schließen hinten funktioniert. Und wir können auch gleich sofort vorne das Ganze ausprobieren. Okay, jetzt bedienen wir das Ganze mal. Jetzt, wenn ich den Schalter hier reindrücke, muss hinten rechts das Fenster öffnen. Okay, ich öffne jetzt die Scheibe. Und man sieht, das Anlernen hat funktioniert. Wenn ihr weitere Videovorschläge für mich habt, dann lasst es mich wissen und schreibt es unten in die Kommentare. Wenn das Video für euch hilfreich war, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und für weitere Videos meinen Kanal einfach abonnieren. Allzeit gute Fahrt, liebe Subaru Community.